Die NATO, das wahrscheinlich wichtigste Verteidigungsbündnis der Welt, 1949 gegründet im Zuge des sich anbahnenden Kalten Krieges und der Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion. Doch gerade auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den 60er Jahren beschloss Frankreich, eines seiner wichtigsten Mitglieder, sich aus den Strukturen des Verteidigungsbündnisses zurückzuziehen, um seine eigene Verteidigungspolitik zu verfolgen. Und das, obwohl sogar das NATO-Hauptquartier in Frankreich war. Doch wie kam es zu den Verwerfungen zwischen Paris und Washington? Welche eigene Verteidigungspolitik verfolgte Frankreich? Und warum kam es letztendlich doch wieder zurück in die NATO-Militärstrukturen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Als die NATO 1949 gegründet wurde, wurde ihre Existenz zunächst auf lediglich 20 Jahre festgelegt. Man konnte damals noch nicht ahnen, wie lange sich der Kalte Krieg mit der Sowjetunion tatsächlich ziehen würde und dass sie sogar heutzutage noch eine wichtige Rolle spielt. Bei der Gründung der NATO wurden 3 wichtige Ziele verfolgt. Einmal die bereits erwähnte Abschreckung des sowjetischen Expansionismus, dann aber auch die Verhinderung der Wiederbelebung des nationalistischen Militarismus in Europa durch eben eine starke nordamerikanische Präsenz auf dem Kontinent und zuletzt auch die Förderung der europäischen politischen Integration. Doch unter dem Eindruck der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe im August 1949 und schließlich des Koreakriegs Anfang der 50er Jahre nahm insbesondere die militärische Bedeutung der NATO deutlich zu. So entschieden sich die Mitglieder auch dazu, ein gemeinsames Militärkommando zu schaffen. Insbesondere Frankreich forderte eine Europa-Armee unter dem Kommando eines europäischen Verteidigungsministers. Diese Armee sollte mit den bereits stationierten Soldaten der US-Amerikaner die Speerspitze der NATO bilden. Der Plan einer europäischen Armee wurde letztendlich zwar im französischen Parlament abgelehnt, dennoch wurde ab 1952 das Hauptquartier der NATO nach Frankreich verlegt, wodurch es von nun an eine zentrale Rolle im Verteidigungsbündnis spielte. Trotzdem fürchteten die Franzosen zu viel Einflussnahme in die eigene Politik durch die USA. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten sah sich Frankreich nämlich weiterhin als Großmacht an, das seine eigene Außen- und Verteidigungspolitik durchführen wollte. Zu Beginn der 50er Jahre war Frankreich territorial gesehen sogar tatsächlich noch eine Großmacht. Trotzdem begann bereits hier das Kolonialreich zu zerbrechen. Außerdem lag die französische Wirtschaft in Trümmern und auch das Militär musste erstmal wieder neu aufgestellt werden. Dennoch zog sich das starke außenpolitische Selbstbewusstsein Frankreichs wie ein roter Faden durch die nächsten Jahrzehnte. Da aber die USA die Führungsrolle in der NATO für sich beanspruchten, wurde Frankreich stets frustrierter. So zum Beispiel, als die Vereinigten Staaten Frankreich dazu zwangen, während der Suezkrise 1956 seine Truppen aus Ägypten abzuziehen. Auch ein Vorschlag von Charles de Gaulle, Frankreich mit den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich in der NATO-Nuklearstrategie gleichzustellen, wurde abgelehnt. So entzog de Gaulle die französische Mittelmeerflotte bereits 1959 dem NATO-Oberkommando und zwang die USA dazu, alle amerikanischen Atomsprengköpfe auf französischem Gebiet abzuziehen. Die Konfrontation zwischen den USA und Frankreich verschärfte sich immer weiter, wodurch sich Frankreich aus immer mehr Organen der NATO zurückzog. Ein Höhepunkt wurde bei den Verhandlungen über eine gemeinsame NATO-Atomflotte im Nordatlantik erreicht. Da sich auch hier Frankreich benachteiligt sah, zog es sich ab 1966 aus dem NATO-Militärkommando zurück und verwies alle ausländischen Streitkräfte des Landes, was für viele einem NATO-Austritt gleichkam. So wurde schließlich auch das NATO-Hauptquartier nach Brüssel verlegt. Offiziell blieb Frankreich zwar weiterhin Mitglied, in der Realität wollte es aber von nun an seine eigene Außen- und Verteidigungspolitik durchführen. Diese änderte sich tatsächlich aber nicht wirklich. Auch wenn es in einigen geopolitischen Fragen seinen eigenen Weg ging, blieb es doch in den meisten Angelegenheiten auf der Linie der westlichen Staaten. Es gab dabei auch ein Geheimdokument von de Gaulle, in dem er versicherte, im Falle eines sowjetischen Überfalls auf die NATO wieder in alle NATO-Strukturen zurückzukehren. Eine wirkliche Wiedereingliederung in das NATO-Militärkommando fand allerdings trotzdem erst 2009 unter dem Präsidenten Sarkozy statt. Die UdSSR existierte schon lange Zeit nicht mehr, der Kalte Krieg war vorbei und Frankreich hatte auch wieder an immer mehr NATO-Operationen teilgenommen, weshalb es sich dazu entschied, auch wieder in die offiziellen Strukturen der NATO einzutreten. Trotzdem gibt es heute wieder viele Stimmen in Frankreich, die einen Austritt aus dem Militärbündnis fordern. 3 der 5 Präsidentschaftskandidaten bei den Wahlen dieses Jahres gelten als scharfe Kritiker der NATO. Insbesondere die rechtsextreme Marine Le Pen kündigte im Februar an, dass Frankreich aus der NATO austreten wird, wenn sie die Wahlen gewinnt. Das Verhältnis zwischen NATO und Frankreich bleibt also auch weiterhin angespannt. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem damaligen Rückzug Frankreichs aus der NATO in die Kommentare. Ansonsten kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen, in dem es darum geht, warum Frankreichs längste Grenze die mit Brasilien ist. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.